Ihre Kunst ist 5000 Jahre alt, kommt aus dem Dschungel Südindiens. Sie üben Tritte auf Bananenbäume und Kokosnüsse machen sie mit der flachen Hand auf. Sie trainieren täglich mit messerscharfen Schwertern und verwandeln harmlose Handtücher in tödliche Waffen. Sie beherrschen die Punkte, mit denen man heilen oder töten kann. Und ihre Körper halten sie in Höchstform. Ihre 100-Jährigen zwingen durchtrainierte Boxer in die Knie und hüten ein fast verlorenes Wissen. Im Kalari Payat gibt es keine Wettkämpfe, denn Kalari ist zu gefährlich. Kalari ist kein Kampfsport, es ist eine Kriegskunst, die älteste der Welt. Lemons. Ich bin Boxer, genauer Kickboxer. Noch genauer bin ich Vize-Europameister in der Klasse bis 81 Kilo. Ich mache Kampfsport, seit ich 6 bin, aber immer habe ich nach dem ursprünglichen Kampfsystem gesucht, nach der Wurzel von allem. Hier in Kerala habe ich es gefunden. Kerala ist da, wo der Pfeffer wächst. Und den wollten immer schon alle haben. Araber, Römer, Chinesen. Seit Jahrtausenden kommen sie an die Malabarküste. Und seit Jahrtausenden müssen die Keralesen sich verteidigen. Aus dem Yoga entwickelten sie eine eigene Kampftechnik, Kalari Payat, die die Chinesen später kopierten und als Kung-Fu weltbekannt machten. Vor 2 Jahren war ich schon einmal hier, um zu lernen. Jetzt bin ich wiedergekommen. Kämpfe waren in Kerala naturgemäß Dschungelkämpfe, Mann gegen Mann. Die Kunst, den Gegner schnell und wirkungsvoll auszuschalten, erforderte Wissen und tägliches Training. So entstand aus Guerillakämpfern eine eigene Kriegerkaste, die Nayars, die gegen Entlohnung jederzeit bereit waren, ihr Leben zu opfern. Kam es zu Streit zwischen Clanchefs, traten anstelle von 2 Armeen oft nur 2 einzelne Kämpfer zum tödlichen Duell an. Das sparte Geld und Leute und machte die Nayars zur zweithöchsten Kaste im Land. Die Zeit der Nayar-Duelle ist zwar vorbei, aber im Kalari wird immer noch mit voller Wucht trainiert, als ginge es um Leben und Tod. Kalari Payat war immer mehr als ein Kampfsport. Es war eine Schule des Lebens mit eigener Philosophie und Ehrenkodex. Vergleichbar nur mit den Samurai in Japan. Als ich ankam, übten Dinesh und Rajiv gerade Longstick. Chandra, der Meister, gab Kommandos. Und Sherif, mein alter Lehrer, klebte scheinbar mit den Augen an jeder Bewegung. Aber natürlich hatte er mich längst bemerkt.
Zum Zeichen der Ehrerbietung berührt man zuerst den Boden, dann Stirn und Herz. Nicht jeder darf hier ohne weiteres rein. Normalerweise wird ein neuer Schüler 10-mal weggeschickt, um die Ernsthaftigkeit seiner Absichten zu prüfen. Erst wenn der Meister von ihm Betel und Kokosnüsse annimmt, darf er bleiben. In Indien bedeutet Kopfwackeln Ja sagen. Vor dem Training werden die Katschas gebunden. Bis zu 12 Meter sind die Lendentücher lang. Dicht um den Körper gewickelt geben sie Stabilität und schützen den Bauch gegen Schläge und Tritte. Wie richtig gewickelt wird, hatte ich schon wieder verlernt. Umdrehen. So ist gut. Das kommt eigentlich hierher. Okay, here correct? Ja, so ist gut. Soman und Ramesh begannen mit Aufwärmübungen, die ich nachmachen sollte. Schon bei der zweiten Form wurde mir schwindlig. Aber genau das hatte Sherif beabsichtigt. The exercise itself creates disorientation. Because of the spinning of the head, there is disorientation. Bei der Übung verlierst du die Orientierung wegen der Kopfdrehung. Das wird später besser. It reduces. So even after a very quick spin, Du lernst nach einer Drehung, die Orientierung wiederzugewinnen. Außerdem wird die Beweglichkeit der Hüfte verbessert. Ein Schlag auf den Oberschenkel gibt Kraft zum Weitermachen. Dort sitzt ein Nervenzentrum, ein vitaler Punkt. Schneller, schneller und stärker. Die Hitze kam in Schüben und der Schwindel ließ nicht nach. Ich wollte auf keinen Fall aufgeben. focus. Here, eyes here, always eyes open. Die Augen immer hier und halt sie offen. Schlag hart auf den Boden, damit du die Hände stark machst zum Angriff. The posture gives evasion. You evade from the blow. Du weichst dem Angriff aus, lenkst den Gegner ab, machst einen Ton And und zack. okay, evasion, distraction. Touch the waist down. I edge the man or wang the touch the hand faster. Touch the focus. Touch the hand. Parna the കൈയ്യെടുത്ത് നോക്കി ഇതായിരുന്നു വലത്തെ മുമ്പിൽ ചവിട്ടി അടുത്ത വലത്തെ തിരിഞ്ഞ് ചവിട്ടി ചവിട്ടി വലത്തെ മുമ്പോട്ട് ചവിട്ടി അവരുടെ കൈക്ക് നോക്കി ഡൗൺ ബാക്ക് സ്ട്രേറ്റ് Den Rücken gerade. ഡൗൺ 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 Runter. വലത്തെ മുമ്പോട്ട് ചവിട്ടി അവരുടെ കൈക്ക് നോക്കി ഇതായിരുന്നു തിരിഞ്ഞ് അടുത്ത മുമ്പിൽ ചവിട്ടി വലത്തെ ചവിട്ടി താണോ ബാക്ക് സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റേ 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 Deep breathe. Breathe deeply. Hips. Up, up. Relax. Die nächsten 3 Tage, das war klar, würde ich Muskelkater haben. Zweiter Tag. Das Essen ist wunderbar wie immer. Scharf, deftig und reichlich. Schon zum Frühstück gibt es Reisfladen mit Linsen, serviert auf frischen Bananenblättern. Große Neuigkeiten gibt es nicht hier in Cannanore.
Sherif hat jetzt 4 Kinder. Und Dinesh einen Job als Mechaniker in einer Garage. Mit den Fingern zu essen habe ich auch wieder verlernt. Sherif wollte wissen, warum ich zurückgekommen bin. Do you think that Kalari has helped you in any manner in kickboxing? Bist du durch Kalari ein besserer Kickboxer geworden? No. The kicks. I was never a good kicker before. Auf jeden Fall. Ich war nie ein guter Kicker, aber seit ich Kalari mache, bin ich viel beweglicher. Flexible. Die Europameisterschaft fiel mir wieder ein. Trotz der Beinverletzung hatte ich es bis ins Finale geschafft. Erzähl mir, wie der Kampf lief. The last fight was against the Spanish. Der letzte Kampf war gegen den Spanier Patrick Sullivan. Gegen den bin ich vor 2 Jahren in Rimini Europameister geworden. 2 years before in Rimini, when I became the European champion. But this time, Aber diesmal... Am Anfang lief es wunderbar. Ich setzte gute Kicks und die erste Runde ging klar an mich. Technisch hatte ich kein Problem. Aber ich konnte das Tempo nicht halten und der Spanier setzte gnadenlos nach. In der Pause nahm ich alles nur noch verschwommen wahr. Danach hatte ich Mühe, die Deckung oben zu halten. Für mich ging alles sehr schnell. Ich hatte zu lange nicht trainiert und keine Kondition mehr. Am Ende stand der neue Europameister in der anderen Ecke. this time I failed. Diesmal hat es nicht geklappt. Pass auf, Joppe, die Kokosnuss fällt dir auf den Kopf. Ja, so Mann, geh nur schon hoch. Kerala bedeutet Land der Kokosnuss und ein alter Brauch hier besagt, dass man erst eine Nuss knacken muss, bevor etwas Neues begonnen werden kann. Im Kalari geschieht das auf besondere Weise. Erst wird die Nuss handverlesen, dann mit bloßen Fingern geschält. Saji hat sehr starke Fingernägel. 35 Sekunden ist sein Rekord für eine Nuss. Anschließend knackt Soman sie mit der flachen Hand. Körpernah ist die Ausbildung im Kalari. Kicks werden mit Bananenbäumen geübt, weil deren Festigkeit der des menschlichen Körpers sehr nahe kommt. Jeder Gurukal, wie die Kalari-Meister genannt werden, hat seine eigene Spezialität. Chandras Spezialität sind Waffen. Wenn er keine mehr hat, dann macht er sich welche. Zum Beispiel mit einem Handtuch, das auf eine nur ihm bekannte Weise geknotet wird. Auf eine bestimmte Stelle der Brust geworfen, führt es zum sofortigen Tod. Die Geschichte des Kalari erzählt viel von Naya-Kämpfern und deren Heldentaten. Einer von ihnen, Chandu, drang wegen seines Mutes und seiner vorbildlichen Lebensweise sogar bis in den hinduistischen Götterhimmel vor. Jetzt, während der Festsaison am Ende der Regenzeit, kehrt Chandu immer freitags nach Sonnenuntergang zu den Gläubigen zurück. Beim Teyam. Teyam, das sind Göttertänze, bei denen die Gottheit den Körper eines Mediums in Besitz nimmt. Über 40 verschiedene solcher Teyam-Rituale gibt es in Kerala. Eines davon ist das Kalari-Teyam. Das Medium opfert Betelblätter, damit der Geist Chandus über ihn kommt.
Jetzt dürfen die Gläubigen den Segen der Gottheit empfangen. Vierter Tag. Habe mit dem Lauftraining begonnen. Seit dem Motorradunfall vor 3 Monaten macht das Sprunggelenk Probleme. Sherif hat gesagt, dass er das Bein wieder hinkriegt. Im Kalari verstehen sie, Knochen nicht nur zu brechen, sondern sie auch wieder zusammenzusetzen. Der heiße Stoffballen ist gefüllt mit verschiedenen Kräutern, mit Eiern, Tamarindpulver und natürlich mit Kalariöl. 64 verschiedene Kräuter sind ins Öl verkocht, aber kein Meister verrät die genaue Mischung. Durch die Hitze werden die Giftstoffe ausgeschwitzt und gleichzeitig Heilstoffe in den Körper gebracht. Und tatsächlich, meinem Bein geht es schon bald besser. Nachmittags machen wir lange Spaziergänge im Park. Chandra sagt, Kalari macht man nicht, um zu kämpfen, sondern um ein reiferer Mensch zu werden. Diese Kunst ist eine göttliche Kunst und wenn du sie lernst, kommt auch etwas von dieser Göttlichkeit zu dir. പുറത്തുള്ള ശത്രുവിനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാം അകത്ത് ശത്രുവായി പോയാൽ അത് എവിടെ ചെന്നാലും അവന് നല്ലത് വരില്ല. The teacher is saying that we can always move away from the opponent who's outside. But Der Meister sagt, einem äußeren Gegner können wir immer ausweichen, aber es ist sehr schwer, dem Gegner in dir selbst zu entkommen. Kalari-Training lehrt dich, den Gegner in dir selbst zu verstehen. Empty Hand, leere Hand, ist eine waffenlose, aber nicht weniger gefährliche Kampftechnik. Die Handflächen zielen auf besonders empfindliche Körperstellen beim Gegner. Tritte und Fäuste sind nicht erlaubt und gekämpft wird, bis einer aufgibt. Kann ich das mal versuchen? if there is a fight going on anywhere, Wenn irgendwo ein Kampf stattfindet, gehen wir sicher hin. Springen ist erlaubt? Sicher. jump from different directions and attack. Only on the attacking. Nur bei Angriff oder Verteidigung spannst du die Hand an. So. Davor ist sie ganz entspannt. This movement also gives a certain vibrating energy Die Bewegung gibt dem Körper Energie und Kampfbereitschaft. for a fight. Okay. Ja. Even though it's a fighting art, Obwohl das eine Kampfkunst ist die Philosophie dahinter gewaltlos. Das ist die weiche Handhaltung im Kalari. Die sagt, ich will nicht kämpfen. Und das ist die harte Haltung. Mit der greifst du an, wenn notwendig. Du kannst nicht ohne Haltung kämpfen. Und da sollte etwas sein, das die Haltung bestimmt. This posture is known as the lion stance. Diese Stellung heißt der Löwenstand. Damit bekommst du die Haltung eines kämpfenden Tieres. Es ist der starke Geist eines Kriegers, den man auf dem ganzen Körper, im Gesicht und in den Augen sehen muss. Seen on the whole body as well as the face and the eyes. Heute ist der Tag der Waffen, einer der zahllosen Feiertage hier in Kerala, und Sherif hat versprochen, mich zu einem befreundeten Gurukal mitzunehmen. Er legt Wert auf gute Beziehungen zu den anderen Kalaris, von denen es nur noch 30 oder 40 im ganzen Land gibt. Viel altes Wissen liegt verschlüsselt im Kalari. So schmückt Hibiskus den Altar nicht wegen seiner Schönheit, sondern weil die Blüte sich hervorragend zum Blutstillen eignet.
Früher trugen die Krieger ganze Kränze mit Heilkräutern um den Hals, wenn sie in die Schlacht zogen. Bis 1930 war Kalari verboten. Die britischen Kolonialherren fürchteten, was da unter Palmdächern gelehrt wurde, nachdem Lord Wellington, der später Napoleon bezwang, im Dschungel von einem Kalari-Krieger besiegt worden war. Am Altar beten die Kämpfer um Hilfe bei der Überwindung negativer Gedanken und niederer Instinkte. Dann huldigen sie dem Meister. Oberstes Gebot, sagt Scherif, ist die Hingabe an den Meister. Dabei ist Mustache, wie alle den Gurukal Sri Jan nennen, die Hingabe selbst. Morgens trainiert der kleine Jungen, so wie er selber trainiert wurde, als sein Vater hier der Gurukal war. Dann beginnt seine zweite Arbeit. Als Landdoktor und Masseur in einem kleinen Behandlungszentrum. Jeder Kalari-Schüler wird von seinem Meister einmal im Jahr eine Woche lang täglich massiert, um die Dehnbarkeit von Muskeln und Sehnen zu erhöhen. Der alltägliche Umgang mit Prellungen und Zerrungen in Kalari macht die Meister zu hervorragenden Chiropraktikern. Ein Mann hatte sich am Knie verletzt und Gurukal wusste Hilfe. Es gibt da einen Punkt am Knie. Das ist ein Janu Marma. Wenn dieser Punkt verletzt wird, wird die Kniescheibe nicht mehr stabil sein können. Sie ist dann locker. Deswegen muss man entsprechend behandeln. Am Abend gab Mustache noch eine Abschiedsvorstellung mit seiner Lieblingswaffe. Unglaublich, wie beweglich er noch ist. Mir war mulmig bei dem Gedanken, dass ich am nächsten Tag selbst mit dem Waffentraining beginnen sollte. 14. Tag. Soman ist mein Trainer. Als erstes ist das Schwert dran. Schwert macht mutig, sagt Scherif. Zunächst mal macht es Angst, aber die soll man ja überwinden lernen. Dann wollte Chandra, dass ich sehe, wie es richtig geht, mit scharfen Waffen. Ein Fehler und der Arm ist ab. Das erhöht die Konzentration, sagt Scherif. Abends war ein großes Fest in der Stadt. Wir näherten uns dem hinduistischen Neujahr und aus dem nördlichen Karnataka waren Gaukler angereist. Später sollte noch ein besonderes Ritual stattfinden mit einem Blutopfer als Höhepunkt.
Ich wollte mehr über Marma Adi erfahren. Das Wissen um jene geheimnisvollen Knotenpunkte im Körper, durch die Prana fließt, wie die Inder sagen. Lebensenergie. Zum Teyam-Ritual sind einige hundert Leute zusammengekommen. Ein Huhn muss beim Göttertanz sterben, damit eine Schwangere aus der Nachbarschaft von Pilatini verschont bleibt. Pilatini, so heißt der Dämon, der Ungeborene frisst, wenn er nicht mit einem lebenden Opfer besänftigt wird. Die einstimmenden Gesänge der Hindu-Priester dauern Stunden. Den ganzen Tag lang haben alte Frauen mit farbigem Sand ein Mandala auf den Boden gestreut, um Pilatini anzulocken. Zuerst treten zwei Göttertänzer auf, die Mann und Frau darstellen. Sie vereinigen sich im rituellen Tanz. Dann schlägt die Stunde des Dämons. Immer wieder wird dem Dämon das Huhn angeboten, aber erst als er ein paar Federn probiert hat, scheint er auf den Geschmack zu kommen. Der Dämon hat das Opfer angenommen. Das Ritual war ein Erfolg. »20. Tag. Heute war Beinarbeit angesagt. Scherif malte Kreidekreise und Rechtecke in den Lehmboden des Kalari. Orientierungshilfen für genau festgelegte Schrittkombinationen. Sie haben die Form eines Mandala und verbessern die Genauigkeit der Bewegung. Durch ständiges Wiederholen lernt der Körper bei Bedarf reflexartig zu reagieren. Je mehr Fußtechniken du benutzt, desto mehr Möglichkeiten zu Angriff oder Verteidigung hast du. Zunächst weichst du einfach aus, ohne Gegenangriff. Du bewegst dich komplett vom Angreifer weg. Die zweite Stufe, Ausweichen und Abwehr. Mit der Drehung des Körpers hast du die Kraft für den Schlag und drehst dich vom Angreifer weg. Die Schrittkombination gibt die Bewegungsrichtung an. Du kannst dich von innen nach außen und von außen nach innen bewegen. Es kommt mir vor wie ein Tanz. Nein, nicht wie ein Tanz. Aber es ist sehr harmonisch. Der Körper fließt. Es sieht wie ein Tanz aus, weil es weich ist. Keine harten Bewegungen. Es hat Grazie und Harmonie. Grace and harmony. Niemand kann heute mit Sicherheit sagen, was zuerst da war. Der klassische indische Tanz oder Kalari Payat.
Aber viele Stellungen und Bewegungen sind bei beiden verblüffend ähnlich. Sherif meint, Kalari ist älter. Denn zuerst sind die Menschen im Wald jagen und kämpfen gegangen. Dann haben sie zu Hause gefeiert und getanzt. Der Longstick trainiert die Augen. Durch die ständigen Kreisbewegungen des Stockes erweitert sich das Gesichtsfeld. Sherif nahm keine Rücksicht. Du darfst keinen Sekundenbruchteil die Konzentration verlieren, sagte er, sonst erwischt dich der Stock. Und genau so passierte es dann auch. Ich hatte falsch geblockt. Der Bambus traf mich unter der Achsel. Man stirbt nicht davon, aber es zieht ganz ordentlich. Für leichtere Verletzungen gibt es eine einfache Behandlungsmethode. Mit Schlägen auf die gegenüberliegende Körperseite werden Energiefluss und inneres Gleichgewicht wiederhergestellt. Heute bin ich einen Monat hier in Cananor. Sherif hat mich in das Haus eines heiligen Mannes bestellt. Schon die Begrüßung war ungewöhnlich. Der alte Mann sagte, mit Zuversicht und innerer Kraft kann man jeden Gegner besiegen. Swami Kuma ist fast 100 und einer der alten Lehrer von Sherif. Er gilt als Experte in der Kunst, mit einem einzigen Schlag auf besonders empfindliche Körperstellen zu heilen und zu töten. Er sammelt alte Palmblattschriften. ...108 Verbindungsstellen von Nerven, Bändern und Blutgefäßen, sogenannte vitale Punkte, haben die alten Weisen gezählt und erforscht. Wenn man weiß, wann welcher Punkt aktiv ist, kann ein Daumenstoß und das Kinn die Zunge lähmen, ein Fingerstich und das Ohr tödlich sein. Das Wort Marma bedeutet, das, was den Tod bringt. Die vitalen Punkte rufen unterschiedliche Symptome hervor. Manche machen nur Schmerzen. Manche lähmen dich. Wieder andere sind tödlich. Wie das in der Praxis aussieht, hatte Sherif mir zuvor in Kalari gezeigt. Natürlich wollte ich mehr darüber wissen, aber als der Alte hörte, dass ich Boxer bin, war er wenig begeistert. Er sagte, viel wichtiger als jemanden an einem vitalen Punkt zu verletzen, sei es, über die Punkte zu heilen. Denn das, was man einem anderen antue, wirke in gewisser Weise auch auf einen selbst zurück. Außerdem könne man das alles nicht so schnell lernen. Es ist nicht möglich, zu einem Lehrer zu gehen und etwas über die vitalen Punkte in ein paar Tagen oder Monaten zu lernen. Es dauert mehrere Jahre und verlangt viel Hingabe und Aufmerksamkeit. Dann wollte der Swami unbedingt zeigen, was er mit fast 100 noch drauf hat.
Mit einem Armhebel machte er mich bewegungsunfähig. Plötzlich nahm er meine Hand und drückte auf einen Punkt am Ringfinger. Ich konnte gar nicht anders, als in die Knie zu gehen. Danach war Swami müde und wollte seine Ruhe haben. Ein paar Mal im Jahr werden sie auf hinduistischen Prozessionen herumgeführt. Ansonsten besteht ihr Alltag aus Fressen, Baden und Herumstehen. Sherif ist mit einem der Elefantenführer befreundet. Krishan Guti ist ausschließlich für Tara da, eine 50-jährige Elefantendame. Er steuert sie mit großer Leichtigkeit, so wie andere Leute Auto fahren. Dabei drückt er mit Fersen und Fußballen auf vitale Punkte hinter dem Ohr. 28 verschiedene Kommandos kann Tara so unterscheiden. Hier passiert das Eigentliche, denn da kann man schalten. Vor- und Rückwärtsgang, rechts und links. Stockschläge auf vitale Punkte sind das letzte Mittel der Mahouts bei ihrer gefährlichen Arbeit. 6 von Krishans Kollegen sind in den letzten 5 Jahren von durchgedrehten Elefanten getötet worden. Da heißt es aufpassen. 103 vitale Punkte, 4 weniger als beim Menschen, kennen die Mahouts beim Elefanten. Krishan benutzt sie nur im Notfall, denn er kennt ihre Wirkung. Der da heißt Kanikuri. Da darf man nicht hinschlagen. Und der da heißt Kinan. Da auch nicht. Der Punkt ist gefährlich. Wenn man auf den da schlägt, beginnt die Nase zu laufen. Da wird sie ganz krank. Es macht ihn manchmal traurig, sagte Krishan zum Abschied, wenn er Tara so in Ketten sieht. Aber ohne sie hätte er keine Arbeit und seine Familie nichts zu essen. Die letzte Waffe heißt Speer. Der Speer verbessert die Entschlusskraft. Connect each movement with the other and create more flow. Das gleiche nochmal, flüssiger. Noch 4 Tage bis zu meiner Abfahrt. Im Kalari hatten sie etwas Besonderes vorbereitet. Fix the eyes straight. Look left and right. Schau geradeaus. Links und rechts. Up and down. Rauf und runter. Straight. Geradeaus. Schau weit, aber sieh die Flamme. Look far, but see the flame. The eye exercises helps to remove lethargy from the body. Die Augenübung macht Körper und Auge wach und sie verbessert die Sicht, weil Nerven und Muskeln trainiert werden. Das Sehen ist wichtig für einen Krieger. And vision is very important for a warrior. This is to develop the sensitivity of the Dies skin. verbessert die Empfindlichkeit der Haut, The air pressure damit man from den a Luftzug weapon einer or Waffe from an empty hand oder einer Hand spürt.
Die letzte war die schwierigste Aufgabe. Trotz der Stockschläge, der Wasserspritzer im Gesicht und dem Feuer vor den Augen die Konzentration nicht zu verlieren. Zwinkere nicht mit den Augen. Am nächsten Tag fuhren wir alle nach Thrissur. Dort waren Empty-Hand-Kämpfe angekündigt, eine selten gewordene Gelegenheit, Kalari Payat in der Öffentlichkeit zu sehen. Mit großem Tamtam zogen die Kämpfer ins Stadion ein. 2 Mannschaften sollten Mann gegeneinander antreten. Die Vorkämpfe waren eher schwach. Die Kämpfer hatten lange nicht das drauf, was ich von Sherif und den anderen gewohnt war. Es schien ein ziemliches Publikumsspektakel zu sein. Sie ruderten mit den Armen und schubsten sich herum wie Schuljungen im Pausenhof. In der Pause fragte der Ansager, ob jemand gegen einen der Kämpfer antreten wollte. Es war die Gelegenheit, das Gelernte auszuprobieren. Ich überlegte nicht lange. Ich wollte. Ich bat den Meister um seinen Segen und ging mich umziehen. Ich dachte an den alten Swami, der gesagt hatte, mit Zuversicht und innerer Kraft könnte man jeden Gegner besiegen. Aber es lief alles anders, als ich erwartet hatte. Er kam nicht durch zu mir und ich kam nicht durch zu ihm. Wir kämpften wie 2 Spiegelbilder. So ging es eine ganze Weile hin und her, bis erst ich mit einem Schulterwurf eine kleine List anwandte, die ihn, verständlicherweise, ziemlich sauer machte. Woraufhin er sofort einen Konter ansetzte, der wiederum mich ziemlich sauer machte. Der Kampf wurde abgebrochen und der alte Swami hatte recht behalten. Was man einem anderen antut, wirkt in gewisser Weise auf einen selbst zurück. Am Tag vor meiner Abreise hatten Sherif und die anderen ein Abschiedsgeschenk für mich. Ich sollte noch etwas über Marma Adi erfahren, jenen geheimen Teil des Kalari Payat, der, wenn überhaupt, nur als letztes gelehrt wird. Sie schickten mich zu einer Insel vor der Küste, auf der ein Yogameister leben sollte, der sich mit den geheimnisvollen Punkten auskannte. Diesen Weg, sagte Sherif zum Abschied, musst du ohne uns gehen. Die Überfahrt war unruhig und die Fischer hatten es eilig. Ich stellte mich vor und der Yogi lud mich ein, bei ihm Platz zu nehmen.
fragte, ob er mir etwas über Marmar Adi erzählen könnte. Statt einer Antwort nahm er meine Hand. Wenn man die Breite dieser beiden Finger ausmisst, sagte er, hat man das Maß, nach dem die Punkte berechnet werden. Er begann mit dem Vermessen genau in der Mitte meines Kopfes. Jeder Punkt, erfuhr ich, ist zu unterschiedlichen Zeiten aktiv. Das hängt mit Prana zusammen, der inneren Lebensenergie, die in einem bestimmten Rhythmus durch den Körper fließt. Manche Punkte lagen unter Sehnen versteckt und waren schwer zugänglich. Nach und nach zeigte der Yogi mir alle Punkte, an denen ich mich besonders schützen muss. Für mich ein Geschenk von unschätzbarem Wert. Ich musste mich verpflichten, mein Wissen für mich zu behalten und nur bei äußerster Gefahr anzuwenden. Wenn ich wiederkäme, sagte der Mann, würde ich mehr erfahren. Das will ich gerne tun.